Da läuft Wasser raus. If this thing was on last night, we could have our ignition source. Was ist das? It's hard to tell what this was. Not much left of it. Judging from the charring on the inside of the oven, it was in there for long enough to catch fire. It's almost like a timed fuse. So far, that's 2 things that point to arson. We'll need more evidence to be sure. Habt ihr das auch gesehen, dass hier oben rechts der Beweis erstmal so ein bisschen eingeblendet wurde, bevor er weggegangen ist? Ja, auch nett. So, was haben wir hier? Irgendwas Interessantes noch? Können wir irgendwo nach Beweisen suchen? Scheint nicht der Fall zu sein. Huch. Lalala, lalala. Oh. Okay, ich habe jetzt nicht gedacht, dass der direkt mich da nach oben verweist. Popcorn-style ceiling. Hold your breath while you're taking that sample. If it's as old as it looks, it's probably got asbestos in it. Lecker. Mit bestem Belag. Asbestbelag. Oh Gott. Wie war das nochmal mit jemand mich stoppen und so? Oh. Nein, ich will Sarazar nicht Konkurrenz machen, was schlechte Witze angeht. Ich bin so, leider. I think if we can get one more sample of soot after this one, we'll have enough. Ich habe zwar manchmal auch gute Tage, aber eben nur manchmal. So. Was ist das hier für ein komischer Rauch? Huch, was haben wir hier denn überhaupt? Sieht aus wie so ein Boilerraum. We've gathered soot from all over this place. Should be enough. Okay, should be enough. Reicht das uns denn wirklich? Vielleicht finden wir hier noch weitere Spuren. Ah, siehst du? I don't think we're going to pull any prints off of that. Na super. We can't just pick that up. We can't just pick that up. Mensch, Mädel. Abdrücke? Wieso Abdrücke? Look at the crimping along the edges of the split gas line. I'd say it was cut. That's the 3rd sign of possible arson we found. I'm almost convinced. Ich wollte erst sagen, was oder wieso Abdrücke, aber das Video danach hat mich nicht nur unterbrochen oder beziehungsweise daran gehindert, sondern hat das mir auch noch erklärt. Ja. Sehr schön. Das heißt, wir haben mehrere Anzeichen dafür, dass hier Brandstiftung betrieben wurde. Das ist ja mal interessant. Schauen wir uns doch mal dann in unserem Labor um. Ah, na gut. Das Labor hat sich zumindest nicht großartig verändert, außer hier wieder Perspektivenunschärfe und sehr langsame Kameraführung und Drehung. Aber ansonsten alles wie gehabt, alles wie beim alten. Ah, da fühlt man sich ja gleich zu Hause. Aber es ist irgendwie nur das nach links drehen, was so ein bisschen lahmt, ne? Meine Güte, jetzt mach doch mal hin. Oh, und die haben hier scheinbar neue Gerätschaften. Ja gut, hin und wieder muss man auch mal aufstocken, ne? Ernsthaft? Ich bin sprachlos. Wir werden nicht mehr von Tutorials. Ich meine, ich habe damals auch Tutorials ausgestellt und er hat es trotzdem uns immer erklärt, aber hier hält er sich auch mal dran. Sehr schön. Ah, okay. Das macht also keinen Sinn, also analysieren wir mal lieber. Nee. Ja. Ja. Hier ist auch diese Auswahlmöglichkeit irgendwie
Als würden sie es einem einfacher machen wollen. Schade. It's mostly carbon, but there are traces of volcanic minerals and acetone. The mud at the spa is made of volcanic ash, but the acetone is an anomaly. Acetone is sometimes used as an accelerant. We should test the rest of the soot we've collected. Okay, das haben wir schon mal. So. Ja, auch hier wieder. Eine Vereinfachung eher. Schade irgendwie. The soot from the break room contains carbon, acetone, and T-butyl mercaptan. That's the odorant they use in natural gas. That's the second sample of soot to contain acetone. Let's keep analyzing the soot samples we've collected. I think we're onto something. Aber man merkt auch hier am Mauszeiger, an dem Ton, es sind auch so viele Kleinigkeiten, die überarbeitet wurden. Was irgendwie so ein bisschen sympathisch und nett daherkommt. Es sind so Kleinigkeiten, die den Spaß noch ein bisschen verschönern, würde ich mal sagen. Lots of carbon, some acetone, and trace amounts of T-butyl mercaptan. We have acetone, a known accelerant, in samples of soot taken from every room in the spa. We've got a gas leak that looks to be the result of tampering. The drywall here has been ventilated to get around its natural fireproofing. And then there's this acetone residue over every inch of the place. Throw a muffin in the toaster oven at 450 degrees. Then just leave it in there without setting the timer. Sounds like a recipe for arson. Hey there, it's Dr. Robbins. Just wanted to let you know I've completed the autopsy on your burn victim. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich versehentlich durch meinen Zuckmittelfinger auf rechter Maustaste, ein altbekanntes Problem aus uralten Zeiten, den ersten beiden Let's Plays, gerade nicht das Video vorzeitig abgebrochen habe. Wenn ja, tut es mir leid. Ich werde es mal heimlich beim nochmals durchspielen überprüfen. Jetzt erstmal zu Doc. Die sieht nicht unbedingt besser aus. Und warum ist hier noch eine zusätzliche Aufnahme von ihr? Meine Güte, kriege ich Albträume. Heute Nacht kann ich nicht schlafen. Ich sehe es kommen. Wieso gucke ich sie mir jetzt auch noch in der Nahaufnahme an? Aber da ist was am Arm. Ja, wir drehen uns noch erst schön um sie, bevor wir dann weggehen, damit wir sie noch schön lange im Blick haben. Hey Doc, we got your call. All right, let's begin. Also, wer ist sie? Well, her bikini probably left no room for imagination, nor an ID, but I did collect her fingerprints and DNA for you. Was ist die Todesursache? Ah, okay, ich sag mal so, die Beweise vorher wurden ja richtig so wusch, so in die Mitte des Bildes reingeblendet, ne, so wusch. Und jetzt sind sie ein bisschen dezenter, so rup, 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 rup. Ich weiß nicht, was ich besser finden soll. Was ist die Todesursache? Take a look at the third-degree burns on your victim's hands and face. You can probably tell that they were above the surface of the mud during the initial explosion and subsequent fire. In addition to the burns to her skin, she suffered thermal injury to her upper airway. She inhaled a substantial amount of smoke and hot gases from the fire. Carboxyhemoglobin levels in her blood exceeded 73%. Cause of death was suffocation due to carbon monoxide poisoning. In a fire that intense, carbon monoxide levels would spike rapidly. She probably fell unconscious pretty quick. Most likely, she slipped under the mud after losing consciousness. Oh, keine schöne Todesursache. Wann ist sie gestorben? Time of death is going to be difficult to determine. Even without the fire, the initial temperature of the mud bath complicates my ability to offer an accurate estimate. I was able to extract samples of the vitreous humor from both eyes. Potassium accumulation in the tissue indicates time of death between 3 and 4 a.m. That's consistent with when the fire started. Na dann. Und jetzt nur noch, gibt es Anzeichen für eine Straftat? Not exactly, but take a look at this bruising on her arm. Does that look like a handprint to you? Yeah. Looks like someone grabbed her pretty hard. From the coloration of the bruising,
I'd say it occurred at least 6 to 12 hours prior to death. I certainly find no indication she was lying in that mud over a prolonged period of time. We need to get a photo of those bruises. My camera's memory card is full. You mind documenting this one? I'll wait. Naja, so viel wie sie rumfotografiert hat da in einem Spa, ist das auch kein Wunder. Ja. Dann wollen wir mal. Nice composition. Aber für mich sieht das jetzt nicht unbedingt wie ein Handabdruck aus. Könnte auch so ein Striemen sein oder ein Seil oder irgendwie sowas. Naja. Sonst etwas, das wir wissen sollten? Maybe. Your victim had advanced mesothelioma. It's a type of cancer that attacks the lining of the vital organs. It's thought to be caused most often by exposure to asbestos. It looks as though it was an ongoing problem for her. I discovered indications of a pleurectomy, the removal of the outermost lining of the lungs. From the scar tissue, that surgery probably took place a few years ago. She may have thought she was out of the woods. Unfortunately, I found an active malignancy in her pericardium, the lining of her heart. She didn't have long to live. Oh, nicht sehr schön. Wusste sie, dass sie Krebs hatte? Well, the pleurectomy obviously suggests at one point she knew she had cancer. But there's no way to know whether she was aware it had recently metastasized to her heart. I ran an expanded tox screen. She hadn't been taking any cancer medications, and I didn't find any tissue damage from possible radiation treatments. I did, however, find evidence of a persistent, dare I say, habitual use of cannabis. You know, a Harvard Medical School study concluded that one of the active chemicals in marijuana, THC, may in fact inhibit the growth of certain tumor classifications, even though it says right there in the press release that the growth of some other tumors might actually be accelerated by THC. A man hears what he wants to hear and disregards the rest, right? So now the idea that weed cures cancer is spreading far and wide. Ja, super. Kein Wunder, dass in Amerika immer mehr Gras legalisiert wird, weil wenn die da alle hoffen, den Krebs damit zu töten. Naja gut, das ist jetzt absurd, was ich sage, aber es passt gerade so schön. Danke, Doc. Danke, Doc. Anytime. Ah, auf den guten Herrn ist doch Verlass. Na, dann wollen wir doch mal gucken. Was haben wir an neuen Beweisen? DNA des Opfers, Fingerabdrücke des Opfers, Markierung von durchtrennter Gasleitung. Können wir doch zumindest ein paar der Sachen noch untersuchen, würde ich mal sagen. Ups, halt. Also ab ins Labor und ab zur Untersuchung. Warum muss jetzt immer... Weiß ich nicht. Ist das unser Handy, was da immer gescannt wird? Computeranalyse gibt es inzwischen. Sehr nett. Fingerabdrücke. Wollen wir doch mal... Our victim is not an aphis. Okay, ich wollte eigentlich gerade sagen, wollen wir mal die Fingerabdrücke des Opfers untersuchen, aber so viel dazu. Computeranalysen können wir auch nicht machen. Oder können wir machen, aber wozu, frage ich mich. Mysterious. So, Chemikalien. Das wollte ich noch gerne untersuchen. So, das passt. Das und das, ja. It's primarily calcium sulfate and asbestos. That explains why the ceiling didn't burn. It also could explain our victim's cancer. Maybe even her motive. She might have tried to get back at the spa while ending her own life at the same time. We should ask Brass to find out if she filed any kind of complaint. Okay. So, dann untersuchen wir das noch. Irgendwie würde ich auch mal sagen, die ganzen Geräusche, die es hier so gibt, so dieses und alles, das ist viel dezenter. Es ist so ein bisschen nicht mehr so aufdringlich, wie es vielleicht noch bei dem anderen Spiel war. Wobei das jetzt mit dem Aufdringlich auch relativ ist. Mich persönlich zum Beispiel hat es nie gestört. Großartig. There's quite a bit of carbon from where it burned. But there's also wheat flour, tapioca starch, and sodium carboxymethylcellulose. What I'm not seeing are any animal proteins. You know what? I think this is a vegan pastry of some kind. A muffin from the size of it.